Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das Fragen an die Geschichte einfach einmal anders stellt. Ich bin Miriam und mache in den nächsten Minuten ein Her-Tutorial, denn die heutige Frage lautet: Wie veranstaltet man eine Hexenjagd? Hexenjagden erfreuen sich seit einiger Zeit größter Beliebtheit. Im digitalen Raum laden sie zum tatkräftigen Mitmachen ein. Was aber macht den Reiz dieser populären Freizeitbeschäftigung aus? Und warum ist sie so erfolgreich? Die Antwort liegt in ihrem breiten sportlichen Potenzial. Für jede und jeden scheint es die richtige Hexe zu geben, über deren Verfolgung sich lautstark echauffiert werden darf. Wie über die Fledermaus in Zeiten von Corona. Seit MeToo und Aufschrei sehen sich vor allem Männer als Opfer einer Hexenjagd. Es scheint also große Verwirrung darüber zu herrschen, wer oder was eine Hexe und eine Hexenjagd eigentlich ist. Zum Glück muss zur Klärung nicht lange das Internet gewälzt werden. Es reicht ein Blick in diesen historischen Bestseller. Der Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, erschien erstmals 1486/87 und gilt als das einflussreichste Buch in der Geschichte der Hexenverfolgung. Bis 1669 folgten rund 30 Auflagen und fast alle, die sich an der Hexenverfolgung beteiligten, haben sich auf das Buch berufen. Geschrieben hat es der Mönch Heinrich Kramer. Dank Kramers frauenfeindlicher Abhandlung ging der Hexenglaube in der frühen Neuzeit vor allem im deutschsprachigen Raum viral. Kramer beschreibt darin eine neue Sekte vorwiegend weiblicher Zauberinnen. Sie fügten den Menschen mit Hilfe des Teufels und seiner Dämonen allen nur vorstellbaren Schaden zu. Zum Beispiel hätten sie die Macht, das männliche Geschlechtsorgan verschwinden zu lassen. Die gefährlichen Zauberinnen konnte man laut Kramer zum Beispiel daran erkennen, dass sie ein geringes Körpergewicht hatten, vor Unwettern auf Feldern abhingen oder entweder sehr oft oder sehr wenig in die Kirche gingen. Tja, am Ende konnten quasi alle für alles als Hexe oder Zauberin angeklagt werden. Moment mal, Zauberin? Und was ist mit den ganzen Männern, die als Opfer einer angeblichen Hexenjagd wild um sich twittern? Können die etwa gar keine Hexen sein? Jein, laut Bibel geht das grundsätzlich schon und es gab auch Männer, die als Zauberer verfolgt wurden. Aber der überwiegende Anteil der Opfer, die in den Hexenjagden der frühen Neuzeit ermordet wurden, waren Frauen. Das lag übrigens auch daran, dass Martin Luther bei seiner Übersetzung der Bibel aus dem lateinischen Maleficos, das heißt Zauberer, kurzerhand Zauberinnen machte. Damit befeuerte Luther die frauenfeindliche und voyeuristische Vorstellung, es wären vor allem weibliche Personen, die wegen ihrer angeblichen Schwäche und unstillbaren sexuellen Gier einen Pakt mit dem Teufel eingehen, mit ihm Geschlechtsverkehr haben und durch die Gegend fliegen. Autoren wie Hexenhammer, Kramer, Prediger und bildende Künstler, also Influencer der frühen Neuzeit, verbreiteten diese Ideen munter weiter und ließen Taten folgen. Ab 1560 nahm die tödliche Hexenverfolgung richtig Fahrt auf und endete erst im späten 18. Jahrhundert, als die Aufklärung längst begonnen hatte. In Europa und den nordamerikanischen Kolonien starben 40.000 bis 60.000 Menschen, weil sie als Hexen angeklagt, gefoltert, erhängt, geköpft oder verbrannt wurden. Davon waren ca. 85% Frauen. Diese Opferzahlen gingen übrigens weniger auf die Rechnung fanatischer Kirchenmänner. Die überwältigende Mehrheit sah sich von weltlichen Richtern verurteilt und deren Henkern ermordet. Für das Personal einer Hexenjagd lässt sich also festhalten, die Täter sind männlich, die Opfer in den meisten Fällen weiblich. Wenn sich also gegenwärtig beispielsweise Männer nach Sexismusvorwürfen als Opfer einer Hexenjagd inszenieren, ist das eine Täter-Opfer-Umkehr und passt historisch gesehen nicht ganz zusammen.
Abgesehen davon, dass es eine Verharmlosung der eigentlichen Hexenverfolgung ist, denn für die verfolgten Frauen bedeutete eine Anklage nicht, dass über sie schlecht geredet wurde oder sie Probleme bei der Arbeit bekamen. Nein, sie wurden tatsächlich grausam verfolgt und brutal ermordet. Schlechte Nachrichten also für den heutigen Sprachgebrauch der Hexenjagd. Denn auch wenn heute vieles damit gleichgesetzt wird, der Opferstatus einer Hexe kann aus historischer Perspektive nicht für jede und jeden einfach so reklamiert werden. Und zum Glück, denn Hexenjagden finden heute nicht mehr statt. Außer vielleicht an Halloween, wenn verkleidete Hexen auf der Jagd nach was sündhaft Süßem sind. Was würdet ihr gerne mal per Zauberspruch verschwinden lassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, eure Miriam.